Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Hobbys und Freizeitaktivitäten. Abonniert uns und klickt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Viele Menschen haben unterschiedliche Hobbys in ihrer Freizeit. Ich finde es spannend zu hören, was andere gerne machen. Ja, das stimmt. Manche gehen gerne joggen oder machen Yoga, um fit zu bleiben. Das ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß. Sport ist wirklich beliebt. Andere Menschen lesen gerne Bücher. Sie finden es entspannend, sich in eine andere Welt zu vertiefen. Lesen kann sehr beruhigend sein. Und dann gibt es Leute, die gerne kochen. Sie probieren neue Rezepte aus und genießen das leckere Essen. Kochen ist kreativ und macht Freude. Musik ist auch ein großes Hobby für viele, ob man ein Instrument spielt oder einfach nur Musik hört. Musik kann die Stimmung heben. Außerdem gibt es Leute, die gerne malen oder zeichnen. Es ist eine schöne Art, sich auszudrücken. Kunst ist eine tolle Möglichkeit, kreativ zu sein. Dann gibt es noch die, die gerne im Garten arbeiten. Das ist nicht nur entspannend, sondern man sieht auch direkt das Ergebnis. Genau. Und manche Menschen gehen gerne wandern. Sie lieben die Natur und die frische Luft. Das verbindet Bewegung mit Naturerlebnis. Es gibt auch viele, die gern fotografieren. Sie fangen besondere Momente mit der Kamera ein. Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen festzuhalten. Manche Menschen entspannen sich auch beim Puzzeln oder beim Spielen von Brettspielen. Spiele sind eine gute Möglichkeit, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Und nicht zu vergessen, viele haben Spaß an Handarbeiten wie Stricken oder Nähen. Handarbeiten sind praktisch und man kann schöne Dinge selbst herstellen. Es gibt so viele verschiedene Hobbys, die Menschen glücklich machen. Ja, die Auswahl ist wirklich groß und oft entdeckt man neue Interessen, wenn man etwas Neues ausprobiert. Das stimmt. Manchmal kann ein Hobby auch zu einer Leidenschaft werden, die man sein ganzes Leben lang verfolgt. Und das Schöne ist, dass Hobbys wirklich für jeden etwas bieten, egal welches Alter oder Interesse man hat. Ja, Hobbys bereichern unser Leben und helfen uns, den Alltag zu vergessen. Sie geben uns die Möglichkeit, uns zu entspannen und kreativ zu sein. Genau, und das Beste daran ist, dass jeder etwas finden kann, das ihm Freude bereitet, egal ob es draußen oder drinnen ist. Man kann auch neue Freunde finden, die ähnliche Interessen haben. Das macht Hobbys noch wertvoller. Richtig, die gemeinsame Zeit und der Austausch mit anderen sind oft das, was ein Hobby besonders macht. Und manchmal lernt man dabei sogar neue Fähigkeiten, die man im Alltag nutzen kann. Das ist ein toller Nebeneffekt. Ja, es gibt wirklich viele Gründe, warum Hobbys ein wichtiger Teil unseres Lebens sind. Letztes Mal haben wir über verschiedene Hobbys gesprochen. Jetzt interessiert mich, wie man über seine Lieblingsaktivitäten sprechen kann. Hast du eine Idee, wie man das am besten macht? Ja, ich denke, es ist wichtig, einfach zu sagen, was einem Spaß macht und warum. Zum Beispiel, ich liebe es zu wandern, weil ich dabei wunderbar entspannen kann. Das klingt gut, es hilft auch, über die Gefühle zu sprechen, die ein Hobby auslöst. Man könnte sagen, beim Malen kann ich meine Gedanken loslassen und kreativ sein. Genau, das macht es persönlicher. Und man kann auch erwähnen, wie oft man seinem Hobby nachgeht. Zum Beispiel, ich gehe jedes Wochenende joggen, um fit zu bleiben. Das zeigt auch, wie wichtig einem das Hobby ist. Man könnte auch über besondere Erlebnisse sprechen. Vielleicht beim Fotografieren habe ich schon viele tolle Plätze entdeckt. Ja, das macht das Gespräch interessanter. Und wenn man darüber spricht, was man dabei gelernt hat, wird es noch spannender.
Durch das Kochen habe ich viel über verschiedene Kulturen erfahren. Das stimmt. Es ist auch schön, wenn man erzählt, wie ein Hobby das Leben bereichert. Zum Beispiel: Durch das Gärtnern habe ich gelernt, geduldig zu sein. Oder man spricht darüber, wie man angefangen hat. Ich habe mit dem Stricken begonnen, als ich ein Geschenk für einen Freund machen wollte. Das klingt gut. Manchmal inspiriert das andere, etwas Neues auszuprobieren. Man könnte auch fragen: Hast du Lust, mal mit mir zu kommen? Ja, gemeinsam macht es oft mehr Spaß. Und man kann sich gegenseitig motivieren. Vielleicht entdeckt man sogar neue Seiten an sich selbst. Das ist wahr. Es ist auch interessant, sich über die Entwicklung eines Hobbys auszutauschen. Zum Beispiel: Früher habe ich nur gezeichnet, jetzt male ich auch mit Farben. Oder man erzählt, welche Pläne man für die Zukunft hat. Ich möchte bald an einem Yogakurs teilnehmen, um meine Technik zu verbessern. Das zeigt, dass ein Hobby lebendig ist und sich weiterentwickelt. Man kann auch erwähnen, welche Materialien oder Ausrüstung man benutzt. Ich spiele auf einer alten Gitarre, die ich von meinem Großvater geerbt habe. Solche Details machen die Erzählung lebendig. Und es ist schön, wenn man die Leidenschaft in der Stimme hört. Man könnte sagen: Ich kann es kaum erwarten, wieder zu backen. Ja, das überträgt die Begeisterung. Es ist auch spannend, wenn man über Herausforderungen spricht. Manchmal ist es schwer, ein Puzzle zu lösen, aber es macht trotzdem Spaß. Herausforderungen zeigen, dass man bereit ist, Neues zu lernen. Und vielleicht hat man schon Tipps für andere. Beim Nähen hilft es, geduldig zu sein und klein anzufangen. Tipps sind immer hilfreich, und wenn man erzählt, wie man sich dabei fühlt, wird das Gespräch noch persönlicher. Beim Tanzen fühle ich mich frei und unbeschwert. Das macht es lebendig. Abschließend kann man einfach sagen, warum man das Hobby nicht mehr missen möchte. Es bringt so viel Freude in mein Leben. Hobbys sind wirklich wichtig für unseren Alltag. Sie geben uns die Möglichkeit, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Ja, das stimmt. Nach einem langen Tag ist es einfach schön, sich mit etwas zu beschäftigen, das man liebt. Es hilft, den Kopf frei zu bekommen. Und es gibt so viele verschiedene Hobbys, die man ausprobieren kann, egal ob man gern liest, Sport treibt oder Musik macht. Es ist für jeden etwas dabei. Genau. Und es ist auch eine tolle Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Man lernt immer etwas dazu, wenn man sich mit einem Hobby beschäftigt. Außerdem kann ein Hobby auch eine soziale Komponente haben. Man kann sich mit anderen Menschen treffen, die die gleiche Leidenschaft teilen und gemeinsam Zeit verbringen. Ja, das schafft eine Verbindung. Man kann sich austauschen, voneinander lernen und vielleicht sogar neue Freundschaften schließen. Ein Hobby kann auch helfen, Stress abzubauen. Wenn man konzentriert arbeitet oder sich bewegt, vergisst man die Sorgen des Alltags für eine Weile. Das ist ein guter Punkt. Und es gibt auch Hobbys, die die Kreativität fördern, wie Malen oder Schreiben. Sie lassen uns unsere Gedanken und Gefühle ausdrücken. Und manchmal entdeckt man dabei ganz neue Seiten an sich selbst. Vielleicht hat man ein Talent, von dem man vorher nichts wusste. Ja, das kann sehr befriedigend sein. Ein Hobby gibt einem oft auch das Gefühl, etwas erreicht zu haben, besonders wenn man ein Ziel verfolgt. Und es ist schön, wenn man sehen kann, wie man sich verbessert, ob es die ersten Schritte beim Tanzen sind oder das erste selbstgestrickte Kleidungsstück. Das stimmt. Diese Fortschritte motivieren und geben einem ein gutes Gefühl. Ein Hobby kann wirklich eine Bereicherung für das Leben sein. Und nicht zu vergessen, es kann auch einfach Spaß machen. Die Freude, die man dabei empfindet, ist unbezahlbar. Absolut. Es ist wichtig, dass man etwas hat, auf das man sich freuen kann.
Etwas, das einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Manchmal kann ein Hobby auch helfen, neue Interessen zu entwickeln. Vielleicht entdeckt man durch das Fotografieren eine Leidenschaft für die Natur. Oder durch das Kochen ein Interesse an verschiedenen Kulturen. Es eröffnet einem neue Welten und Möglichkeiten. Und selbst wenn man nicht viel Zeit hat, kann ein kleines Hobby eine große Wirkung haben. Ein paar Minuten am Tag können schon viel ausmachen. Richtig, es muss nicht immer viel sein, aber die Zeit, die man sich dafür nimmt, ist wertvoll und trägt zur Lebensqualität bei. Es ist auch wichtig, sich diese Zeit zu gönnen und nicht immer nur an die Pflichten zu denken. Ein Hobby ist eine Art Belohnung für sich selbst. Ja, es ist ein Ausgleich zum Alltag und es zeigt, dass man sich um sich selbst kümmert und etwas für die eigene Zufriedenheit tut. Genau. Und das ist am Ende das Wichtigste. Dass man etwas hat, das einem Freude bringt und das Leben ein kleines bisschen schöner macht. Es ist interessant, wie Hobbys Menschen miteinander verbinden können. Wenn zwei Personen die gleiche Leidenschaft haben, entsteht sofort eine besondere Verbindung. Ja, das merkt man oft, wenn man jemanden neu kennenlernt und feststellt, dass man ein gemeinsames Hobby hat. Das Gespräch läuft dann fast von allein. Genau, und es gibt immer etwas zu erzählen oder zu diskutieren. Man kann sich über Erfahrungen austauschen oder Tipps geben und bekommen. Das stimmt, und manchmal entstehen daraus sogar richtige Freundschaften. Es bringt Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Ein gemeinsames Hobby kann auch helfen, Sprachbarrieren zu überwinden. Wenn man zum Beispiel zusammenspielt oder musiziert, ist die Sprache oft gar nicht so wichtig. Ja, die Leidenschaft verbindet. Man versteht sich auch ohne viele Worte. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass man auf einer Wellenlänge ist. Und es ist motivierend, wenn man sieht, dass andere ähnliche Interessen verfolgen. Man fühlt sich verstanden und unterstützt. Absolut. In Gruppen oder Vereinen kann man viel voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren, Neues auszuprobieren. Es ist auch spannend, die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, die andere in ein Hobby einbringen. Das bereichert die eigene Erfahrung. Und es gibt oft gemeinsame Erlebnisse, an die man sich später gerne erinnert, sei es ein Konzertbesuch oder ein spannendes Spiel. Solche Erlebnisse stärken die Verbindung. Man teilt Erinnerungen und Erfolge, was die Beziehung vertieft. Außerdem kann ein gemeinsames Hobby helfen, Konflikte zu lösen oder Missverständnisse zu klären. Die gemeinsame Basis schafft Verständnis. Ja, und es zeigt, dass man trotz Unterschieden eine gemeinsame Leidenschaft hat. Das hilft, Brücken zu bauen. Und manchmal führt ein Hobby dazu, dass man auch andere Interessen teilt. Es eröffnet neue Möglichkeiten, die Beziehung zu vertiefen. Das stimmt. Man entdeckt oft, dass man mehr gemeinsam hat, als man zunächst dachte. Ein gemeinsames Hobby ist oft nur der Anfang. Und selbst wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist, bleibt der Respekt für die Leidenschaft des anderen. Genau. Und das stärkt die Verbindung. Ein gemeinsames Hobby kann wirklich der Beginn vieler schöner Momente sein. Es ist schön zu sehen, wie Menschen durch ihre Interessen zusammenfinden und wie viel Freude das bringen kann. Ja, die Freude und die Erlebnisse, die man teilt, sind unbezahlbar und jedes Hobby hat das Potenzial, Menschen näher zu bringen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Schreibt uns eure Kommentare, vielleicht mit ein paar Wörtern, die euch gefallen haben.
Ja, wir freuen uns auf eure Gedanken. Wenn ihr uns helfen wollt, klickt auf Like, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Das Hobby. Ein Hobby kann helfen, Stress abzubauen. Ein gemeinsames Hobby kann Menschen verbinden. Die Leidenschaft. Es ist interessant, wie Hobbys Menschen mit der gleichen Leidenschaft verbinden können. Die Leidenschaft verbindet oft auch über Sprachbarrieren hinweg. Der Alltag. Ein Hobby ist ein guter Ausgleich zum Alltag. Im Alltag ist es wichtig, sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Verbindung. Ein gemeinsames Hobby schafft eine besondere Verbindung. Solche Erlebnisse stärken die Verbindung zwischen Menschen. Die Möglichkeit. Ein Hobby bietet die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entdecken. Durch das Kochen kann man die Möglichkeit bekommen, neue Kulturen kennenzulernen.